Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr bei meinem Food Adventskalender mit dabei seid. Heute kommen wir zu Türchen Nummer 4 und hinter Nummer 4 versteckt sich mein Rezept von den besten Elisenlebkuchen, die ich je gebacken habe. Und ich habe die auch nicht mit der Hand geformt, sondern mit einer Lebkuchenglocke. Ja, los geht's. Für Lebkuchen braucht man schon ein paar Zutaten, und zwar brauchen wir 200 Gramm Zucker, 4 Eier, einen Teelöffel Vanilleextrakt, 300 Gramm gemahlene Haselnüsse, 180 Gramm gemahlene Mandeln, 50 Gramm gehackte Walnüsse, 100 Gramm Orangensaft, 100 Gramm Zitronat, 4 Esslöffel Rum, einen halben Teelöffel gemahlenen Anis, einen halben Teelöffel gemahlenen Ingwer, 2 Teelöffel Lebkuchengewürz, einen Teelöffel Stollengewürz, einen halben Teelöffel Zimt und O-Platten mit einem Durchmesser von 9 cm, dann Schokoladenglasur nach Wahl, etwas Wasser und Puderzucker. Ja, das war jetzt ganz schön viel, aber glaubt mir, es lohnt sich. Ja, dann legen wir auch mal los. Das Orangensaft und das Zitronat, das muss etwas kleiner geschnitten werden. Wer einen Mixer hat, nimmt einen Mixer. Ich habe es aber jetzt hier mit meinem Messer gemacht. Und ihr habt gerade gesehen, ich habe da Mehl drauf. Das dient einfach dazu, dass die nicht so kleben. Weil das Zeug klebt ja wie die, ne? Ihr wisst, was ich meine. So in etwa passt es. Dann kommt das Ganze in eine Frischhaltebox. Und also das Orangensaft und das Zitronat, das weiche ich dann so gute 2 Stunden in Rum ein. Also das ist eigentlich ein Muss, also das ist so typisch für Elisenlebkuchen. Aber wer jetzt halt keinen Alkohol da drin mag, der lässt diesen Schritt einfach komplett weg. Also natürlich schon klein hacken, aber das mit dem Einlegen mit dem Rum, das müsst ihr nicht machen. Ja, zugedeckt für 2 Stunden ziehen lassen. Dann machen wir weiter mit dem Teig. Da kommen die Eier in eine Schüssel und die werden aufgeschlagen. Und wenn die Eier schön miteinander verquirlt sind oder aufgeschlagen sind, kommt der Zucker dazu und das Vanilleextrakt. Ja, und das machen wir dann so wie bei einem Biskuitboden. So lange aufschlagen, bis sich die Masse verdoppelt hat und auch schön weiß wird, wie hier zum Beispiel. Ja, dann habe ich hier die gemahlenen Mandeln. Die kommen jetzt langsam, was heißt langsam? Die kommen da jetzt mit hinein, die Maschine etwas langsamer schalten. Und dann die gehackten, die gemahlenen Haselnüsse kommen auch noch dazu. Dann wird das Ganze recht pampig, so muss es sein. Perfekt. Dann kommen die ganzen Gewürze noch mit dazu. Es sind ziemlich viele. Ich weiß, ihr denkt euch wahrscheinlich, puh, dass es zu viel wird. Nee, wirklich nicht. Also, die sind richtig, richtig lecker und vertraut mir. Wenn es euch zu viel ist, dann nehmt ihr vielleicht ein bisschen weniger von dem ganzen Gewürz. Hier habe ich jetzt das Orangensaft und das Zitronat mit hinein und die gehackten Walnüsse. Ich musste meine noch vorher hacken. Ja, dann wird das Ganze noch mal kurz verrührt und dann ist mein Teig auch schon fertig. Und jetzt ist es wichtig, dass dieser Teig auch noch mal 2 Stunden ruht. Also er soll ziehen. Ja, dann geht's weiter. Ich habe jetzt hier meine Lebkuchenglocke benutzt. Die hat einen Durchmesser von 9 cm. Dafür gibt es auch passende O-Platten. Ja, ich zeige euch das mal, wie das geht. Eigentlich ganz einfach. Das ist wirklich mega einfach. Hier ist meine Glocke. Ich nehme jetzt mir ein bisschen was vom Teig, gebe sie in meine Glocke rein und verstreiche das Ganze schön gleichmäßig in die Form hinein. Achtet bitte darauf, dass auch nicht zu viel nebenaus geht und dass auch die ganze Glocke mit Teig bedeckt ist. Ja, und dann holen wir die Oblade. Die wird einfach nur drauf gedrückt. Schauen, dass sie auch schön, also richtig schön platziert ist. Dann drehen wir die Glocke um und drehen. Einmal im Kreis rum. Ihr habt ja gerade vorhin gesehen, da ist so ein Draht drin, sage ich jetzt mal, ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Und der sorgt dafür, dass beim Drehen sich der Lebkuchen löst. Ja, und so sieht es dann aus. Da war jetzt zwar noch ein bisschen Unebenheit, aber die kann man ja ein bisschen glatt drücken. Ja, und dann ist die weg. Schön, oder? Und das Tolle an so einer Glocke ist wirklich, also ich habe es jetzt heuer das erste Mal ausprobiert und ich habe sie mir selber gekauft, also ne, nichts geschenkt oder sonst irgendwas.
Die sehen alle gleich aus und das ist wirklich toll. Hier nochmal, was so schön war. Da habe ich jetzt einen Löffel genommen, habe festgestellt, es geht irgendwie besser. Und wer jetzt eine Winkelpalette hat, eine kleine, den rate ich, das mit der Winkelpalette zu machen, denn da geht es viel, viel schneller und einfacher, wie man hier sehen kann. O-Platte drauf. Natürlich ein Blech vorher parat haben, Backpapier ausgelegt. Einmal im Kreis drehen und dann fällt mein Lebkuchen heraus. Nach dem Backen sahen sie so aus. Und die müsst ihr jetzt auskühlen lassen. Ja, dann gibt es ja die Lebkuchen in 3 verschiedenen Sorten, sage ich jetzt mal. Also 2 Sorten Schokolade und einmal Puderzucker. Ich habe alle 3 gemacht. Und zwar Puderzucker, eine Puderzuckerglasur. Die geht ganz einfach. Einfach ein bisschen Puder, was heißt ein bisschen? Ja, Puderzucker ist meistens schon, muss man schon ordentlich nehmen. Und ein bisschen Wasser, lieber weniger als zu viel. Und darauf achten, dass der Puderzucker nicht zu dickflüssig wird. Also es darf ruhig ein bisschen flüssiger sein, denn wenn man die Original-Lebkuchen so anschaut, die sind ja nicht richtig zugedeckt damit. Also man sieht ja dann auch noch das Braune von dem Lebkuchen. Und deswegen achtet darauf, dass es schon etwas flüssiger ist. Aber nicht zu flüssig, weil sonst läuft euch komplett alles wieder runter. Ja. Und dann nehmt ihr euch einen ausgekühlten Lebkuchen und pinselt den einfach ein oder ihr taucht ihn hinein. Ich habe jetzt natürlich den nicht getaucht, weil ich nicht so viel von der Puderzuckerglasur gemacht habe, weil ich habe ja 3 Sorten gemacht und deswegen habe ich es eingepinselt. Ja, also und dann das trocknen lassen. Sieht doch schön aus, oder? Also mir haben die richtig gut gefallen. Also ich bin wirklich begeistert von der Glocke. Wer wirklich jedes Jahr Lebkuchen macht, dem empfehle ich wirklich so eine Glocke. Ja, dann geht es weiter mit der Schokolade. Die wird einfach so geschmolzen, wie es auf der Anleitung steht. Die habe ich jetzt hineingetaucht, weil es geht einfach einfacher als das Gepinsel. Ja, einfach eintauchen, schauen, dass alles schön bedeckt ist, dass man vom Lebkuchen nichts mehr sieht. Und dann zum Trocknen hinlegen. Links seht ihr schon, da habe ich Vollmilch und das ist Zartbitter. Also diese 3 Sorten sind ja typisch. Puderzuckerglasur, Vollmilch und Zartbitter. Ihr könnt aber auch andere nehmen. Es gibt ja unterdessen schon diese Ruby-Schokolade, diese rote. Die sieht bestimmt auch cool aus mit so weißen Streifen. Ah, schade, dass ich das jetzt nicht gemacht habe. Ich hätte es sogar da gehabt. Ja, das war jetzt das Rezept meiner Elisenlebkuchen. Das ist mein Rezept, das habe ich selbst kreiert. Und die sind wirklich lecker. Also mein Freund hat gesagt, die kommen dem Original fast nahe. Ja, das war's dann auch von mir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal und wir sehen uns ganz bald wieder. Dann wünsche ich euch noch einen tollen Tag, eine wunderschöne Weihnachtszeit und bis demnächst. Tschüss.